In diesem Video zeige ich den Komplex der Klosteranlage Maria Laach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und unterwegs. Wir sind am Laacher See, am östlichen Rand der Vulkaneifel. Hier sehen wir den größten See in Rheinland-Pfalz, der als Maar auf den Laacher Vulkan von vor ungefähr 13.000 Jahren zurückgeht. Den Laacher See kann man ganz entspannt umwandern und dabei im Uferbereich ganz viele Gasbläschen sehen. Sie sind Zeichen eines immer noch andauernden Vulkanismus. Am Rande des Sees liegt die Abtei Maria Laach, die zum Orden der Benediktiner gehört. Die Klosteranlage ist aus dem Hochmittelalter. Berühmt ist hier vor allem die sechstürmige Klosterkirche, auch bekannt als Laacher Münster. Sie gilt als eines der schönsten Denkmäler der romanischen Bauzeit in Deutschland. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Abteikirche von späteren Umbauten fast komplett verschont geblieben ist. Die während der Gotik und des Barocks durchgeführten Veränderungen wurden im Zuge der Renovierungsarbeiten im 20. Jahrhundert wieder rückgängig gemacht. Der Bau steht optisch in der Tradition der großen rheinischen Kaiserdome in Mainz, Speyer und Worms. Außerdem gewinnt man den Eindruck einer romanischen Gottesburg, dies wird durch das verhältnismäßig kurze Langhaus noch verstärkt. Der Außenbau wird durch klare und schlichte Linien beherrscht und gegliedert. Der Grundriss der Kirche, von oben sehr gut zu erkennen, stellt ein Kreuz dar. Das Westwerk, das in Richtung des Sonnenuntergangs gerichtet ist, steht für den Adel als beschützender Wehrstand. Das Ostwerk, das in Richtung Sonnenaufgang gerichtet ist, steht für den Klerus als den Leerstand und das mittelschiffige Langhaus steht für das Volk als den Nährstand. Man kann sich auf dem Komplex der Klosteranlage sehr gut aufhalten. Hier gibt es eine große Klosterbücherei, ein Restaurant mit großer Terrasse sowie eine große Gärtnerei. Wer hier einen entschleunigten Tag oder zumindest einige Stunden verbringen möchte, der ist hier wirklich richtig aufgehoben. Geht man von der Gärtnerei in Richtung der Klosterkirche, gelangt man auf einen großen Vorplatz, von dem man sich aus zur Kirche bewegen kann. Man betritt die Kirche durch ein als Paradies bezeichnetes prächtiges Atrium, quasi einen Vorhof zur eigentlichen Kirche. Hier befindet sich auch das päpstliche Wappen, das diese Kirche als Basilica Minor kennzeichnet. Dies ist das letzte Atrium dieser Art nördlich der Alpen, das von romanischen Bauten erhalten geblieben ist. An den Arkaden des Paradieses befinden sich wunderschöne, feingliedrige Kapitellplastiken, die alte Menschheitsmotive von Kampf und Streit, Neid und Missgunst zeigen. Am äußeren Westportal notiert das sogenannte Laacher Teufelchen die Sünden des Volkes in einem Pergament. All diese Darstellungen haben den Zweck, den Eintretenden dazu aufzufordern, sich selbst zu erkennen, sich von dem Ballast der Sünde zu befreien und quasi geläutert in die Kirche zu gehen. Das Innere der Basilika ist ebenfalls recht schlicht gehalten. Hier befindet sich auch das Hochgrab des Pfalzgrafen Heinrichs II. Von Laach, der im 13. Jahrhundert einst der Abteigründer war. Im Ostchor, hier werden die Messen gefeiert und hier befindet sich auch das Chorgestühl des Konvents, ist auch der Hochaltar, der in Form eines einzigartigen Ziborienaltars erhalten geblieben ist. Dieses Ziborium ist ein auf Säulen gestützter Baldachin. Über diesem Chorraum wird der Blick angezogen vom großen Mosaikbild in der Ostapsis. Es zeigt Christus, den Welterlöser, der über allem thront und in seiner Linken das aufgeschlagene Buch mit den Worten aus dem Johannesevangelium hält: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus der Eifel-Mosel-Region interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Und wenn du Videos vor allen anderen sehen willst, dann werde Kanalmitglied. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.